Shakes and Fidget ist ein Spiel, was sehr viel Spaß macht. Wenn man so von null auf ein Char erstellt auf einem Server, alt oder neu, und diesen Char auf ewig begleitet, kann man mit dem so viele schöne Achievements erleben, so viele schöne Erinnerungen schaffen in diesem Spiel, was ja auch sehr komplex ist, sehr zeitaufwendig ist, und daraus resultieren natürlich auch Fehler. Das heißt, man kann mit einem Char auch negative Erfahrungen sammeln, indem man irgendwelche Fehler macht, die meistens konzentrations- oder geschwindigkeitsbedingt sind. Und ich habe mir mal 9 Fehler rausgesucht, die ich zum Teil auch selber schon gemacht habe. Und ich denke, dass ihr die ein oder anderen Sachen auch wiedererkennt. Und wir wollen mal starten. Also, der Fehler Nummer 1, ich bin ganz ehrlich, das ist ein Klassiker von früher. Den kann man heutzutage eigentlich kaum noch machen. Aber ich weiß, dass ich ihn selber schon mal gemacht habe im Laufe des letzten Jahres, weil ich natürlich auch mega verpeilt bin. Leute, früher war das extrem herb und es ist häufiger aufgefallen. Jetzt ist es fast unmöglich, Quest ohne Reittier zu machen. Ihr kriegt eigentlich normalerweise immer diese Meldung, wenn ihr hier in diesem Questfenster seid. Aber wenn ihr gerade so irgendwie in Gedanken seid und eure Quest durchballert, ja, und am besten noch Sanduhren oder Pilze benutzt und das durchändert, im schlimmsten Fall, und dann feststellt, ups, ich habe ja gar kein Reittier gekauft. Achtet da also drauf. Es darf eigentlich fast nicht mehr passieren, aber das ist sowas von einer der klassischsten Fehler in Shakes and Fidget, seitdem es dieses Spiel gibt. Und lange Zeit gab es keine Fehlermeldung. Ja? Sei mal gesagt. Der zweite Fehler ist auch so ein richtiger Klassiker. Eigentlich hätte man sagen müssen, angenommen, es ist Epic Event, was es jetzt leider gerade nicht ist, und man blättert und blättert und will eine Epic-Waffe haben. Früher hat man die Epic-Waffen natürlich überblättert. Das ist heutzutage eigentlich unmöglich durch die Einblendung und durch den Ton. Dadurch, dass auch der Shop kurz gefreezed wird und man nicht weiterblättern kann, oder es kommt eine Fehlermeldung, ob man weiterblättern will. Man kann Epic-Waffen eigentlich nicht mehr überblättern. Was man aber machen kann, ist eine Epic-Waffe kaufen. Ich kaufe jetzt einfach mal die Waffe. Oh geil, man freut mich. Ey, ja, ich habe ein neues Epic. Zack, will es tauschen und verkaufe aber wieder die neue Waffe. Das habe ich schon mehrfach in meiner Karriere geschafft. Ich glaube, dass das ein Fehler ist, der wirklich zu den gröbsten Schusselfehlern in Shakes and Fidget überhaupt gehört. Ja, Fehler Nummer 3 ist noch gar nicht so lange möglich, weil es die Funktion gar nicht so lange gibt. Betrifft nämlich die Pets und betrifft vor allen Dingen den Serverstart. Ich nehme jetzt mal als Beispiel, ja, einfach mal Schattenpet, ja. Wenn die Pets beginnen, ja, und man anfängt, die Pet-Habitate zu besiegen, damit man XP bekommt, hat man ja in der Regel auch einen Plan, mit welchem Pet man fortschreiten will. Und wenn man zum Beispiel sagt, ich möchte jetzt mit Schlorps bitte gerne spielen und dann auf Ruptikatz wechseln. Und man hat jetzt zum Beispiel an einem Tag des Serverstarts gespielt und es ist Montag und man hat die Chance, Ruptikatz zu besiegen. Man denkt es vielleicht, oder man schaut sogar im Pet Dungeon Simulator drin, dass eine minimale Chance besteht, dieses Pet zu besiegen. Dann sollte man es nicht auf Teufel komm raus ändern, vor allen Dingen, wenn man nicht so viele Pilze hat, denn man kann das Pet sowieso nur Freitag nachts finden. Also wenn die Situation des Serverstarts so ergibt, dass ihr halt Montag Ruptikatz theoretisch freischalten könnt, aber ihr könnt es erst Freitag finden, dann macht es natürlich keinen Sinn, Montag so viele Pilze auszugeben, sondern dann wartet auf Dienstag oder auf Mittwoch, füttert euer Pet und ballert dann Ruptikatz relativ easy going weg. Ja, das ist nur ein Beispiel, das gibt es eigentlich fast in jedem Habitat. Feuer mit Kokowös ist zum Beispiel gleich, oder auch Wasser mit Tintak, aber auch im späteren Spielverlauf. Schaut immer, wann ihr dieses Pet finden könnt, bevor ihr bei minimaler Chance, das Pet zu besiegen, viele Pilze rausballert, sondern macht es erst, wenn ihr es wirklich auch finden könnt, und wenn es einfacher ist, habt ihr euch Pilze gespart. Fehler Nummer 4 schließt sich gleich bei den Pets an. Das ist mir schon sehr häufig passiert, dadurch, dass ich halt jemand bin, der sowieso die Quests fast nur über Sanduhren irgendwie durchspielt. Es bringt ja natürlich noch weniger Pilze zu investieren, um Pets freizuschalten, indem man sie besiegt. Wenn man dann aber ewig nicht auf die Fundbedingungen achtet und zum Beispiel
bei Tagespets ist es mir schon häufiger passiert, wie zum Beispiel Kokofö, dass ich einfach an einem Montag, lustigerweise ist heute Montag, einfach tagsüber keine Quest gespielt habe und das Pet wieder nicht finden kann. Herzlichen Glückwunsch. Das ist tatsächlich also ein Fehler, den ich sehr häufig mache. Wenn es mich nicht mega doll interessiert, achte ich da halt auch null drauf, aber den auch viele andere zum Serverstart teilweise machen. Ja, wenn ihr das Pad schon freigeschaltet habt, dann macht euch mal einen Vermerk, dass ihr wirklich dann das Pad auch holt. Und stellt euch mal vor, so ein Pad wie Zornox, Freitag der 13. Das passiert jetzt nicht so häufig. Dann könnt ihr euch lange in den Arsch beißen, dass ihr das ignoriert habt. Deshalb achtet da auf jeden Fall drauf, wenn ihr alle Pads haben wollt, dass ihr auf die Fundbedingungen achtet und zu diesem Zeitpunkt vor allen Dingen eure Abenteuerlust spielt. Ja, ein Fehler, der jetzt nicht so krass auftritt, aber der auch natürlich mal ärgerlich sein kann, ist beim Würfelspieler, wenn ihr zum Beispiel beim Würfelspieler seid und abgelenkt werdet oder auf irgendwas anderes drückt und dann wieder zum Würfelspieler geht und denkt, oh komm, lass mal würfeln, zack, stellt ihr fest, ups, ich habe den ersten Wurf ja schon durch. Ja, der Würfelspieler ist halt im Prinzip so aufgestellt, dass er mittlerweile schon etwas einfacher zu spielen ist, denn ihr könnt keinen Gewinn mehr überwürfeln. Das war häufiger der Fall. Das ist mir auch passiert, dass ich dann Gewinn nicht abgeholt habe. Der ist jetzt eigentlich, egal was passiert, immer abholbar. Aber ihr habt nur hier diese Chance zu sehen, ob hier Würfeln oder nochmal Würfeln dasteht. Ob das jetzt euer erster oder eurer, ob ihr euren ersten Versuch schon gemacht habt oder nicht. Im Zweifel kann das, wie gesagt, ärgerlich sein, wenn es der letzte Wurf oder so ist. Oder ihr habt halt vergessen, irgendwas auszuwählen nach dem ersten Wurf, weil vielleicht sogar schon 3 Hölzer drin sind. Ihr klickt auf Gewinn abholen und dabei hättet ihr nochmal würfeln können. Ja, also da ist der Würfelspieler immer noch in der Lage, euch ein bisschen zu täuschen, wenn ihr da zu schnell unterwegs seid, zu gierig klickt und derweilen hole ich mir mal ein paar Kristalle. Jawoll! Geil! Ja, Fehler 6 ist auch so ein typischer Fehler, der für mich richtig gut geschaffen ist, denn das Spiel, seitdem es die Runen oder den Arena-Manager gibt, ist sehr viel dazugekommen. Sehr viel Ärger ist dazugekommen, aber auch sehr viel Freude, sehr viel mehr Spielentwicklung ist dazugekommen, da der Arena-Manager durch die Runen schon einen deutlich schnelleren Progress erlaubt für die Spieler. Und eine ganz wunderbare Sache ist der Runentausch, den man natürlich machen kann und der auch wichtig sein kann, aber man sollte dann natürlich auch darauf achten, dass man sich die Wunschrune aussucht. Und ich habe jetzt hier natürlich ein wunderbares Beispiel bei so vielen Begleiter-Items und dergleichen und so fort. Und wenn das Inventar noch richtig voll ist, hat man hin und wieder auch manche Gegenstände doppelt. Und da, wenn man nicht alles mitzählt und aufpasst, kann man auch mal die falsche Rune erwischen, 20 Pilze ausgeben, zack. Gottes Willen, das war ja eigentlich gar nicht das Epic, was ich haben wollte. Viele werden das wissen, denen das schon mal passiert ist. Das Problem ist hier nicht, dass dieser Fehler passieren kann, sondern wenn er passiert, ist er halt extrem ärgerlich, weil er 20 Pilze kostet. Kaum ein anderer Fehler kann so schnell so viele Pilze verbrennen mit nur einem Klick. Dementsprechend passt dort auch noch ein bisschen auf. Der Klassiker in diesem Bereich eigentlich so mit den Runen im Shop ist natürlich, dass man sagt, okay, komm, wir haben Epic Event oder wir haben einen legendären Dungeon, ich habe eine geile Waffe gefunden. Boah, die Schadensrune war jetzt nicht optimal. Ich gehe einfach mal auf dem Server, das ist ein bisschen relevanter. Die Schadensrune jetzt nicht optimal gewesen. 41%. Komm, lass jetzt einfach mal eine Waffe suchen und den Boni ausnutzen und feststellen, es kommt ja gar nicht mehr als 30%. Ja. Ihr könnt bei Waffenschadensruhen nur 30% maximal erhalten auf normalen Waffen. Mehr als 30% bis zum Maximum, was 60% sind, ist nur bei Epic-Waffen möglich. Das heißt, wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr das auch in einem Epic-Event machen oder halt in einem Dungeon und hoffen, dass da was Gutes rauskommt. Ansonsten wird der Boni nicht höher. Das ist geschickt eingefädelt worden. Und der nächste Fehler schleicht sich auch gleich mit an.
Ihr seid happy, dass ihr 60% Blitzschaden bekommen habt und stellt fest, ja geil, 60%, let's go. Lass uns diesen Dungeon einfach mal ballern. Und warum geht denn da nichts? Ja, 60% Blitzschaden. Blitzresistenz. Jawohl. Das ist natürlich dann doof. Ne? Also da kommt ihr mit 10% Feuerschaden besser. Oder auch mit 11% Eisschaden. In der Theorie. Also achtet da auch drauf, dass ihr beim Dungeon immer achtet, wie die Resistenzen aussehen, damit das Ganze dann auch läuft. Übrigens der Vorteil vom Assassinen, ihr könnt natürlich direkt 2 Element-Schaden dabei haben, ohne dass ihr jetzt großartig euer Inventar begutachten müsst oder so. Ja, Assassine hat auch Vorteile. Dass es natürlich auch viel kostet, 2 gute Runen auch zu finden und 2 gute Waffen. Das steht auf einem anderen Blatt. Aber übrigens brauchen wir auch noch 2 gute Steine. Aber zum Abschluss des Videos einer der Fehler schlechthin, die auch für mich wieder sehr gut geeignet sind, die einfach wenig Zeit haben, viel zu klicken. Denke, dass es fast jeden da auch schon mal erwischt hat, ist unser lieber Freund, der alte Ego. Der alte Ego ist mega genial. Er ist wirklich für einen Großteil des Spielverlaufs auf eurem Server relevant, denn der alte Ego macht es möglich, dass ihr ein Alu-Farm-Equipment mit den entsprechenden Bonis für Gold, für Erfahrung und auch für Qualität von Gegenständen und Epic-Finden habt, damit ihr nicht, wie es eine ganz lange Zeit der Fall war, immer vor jeder Abenteuerlust euer Gear ändern müsst. Mit einem Klick kann man sein Kriegs-PvP-Equipment mit Resistenzen, mit Lebensenergie, auch gegebenenfalls Qualität von Gegenständen oder Epics finden, reinbinden. Das Wichtige ist nur, dass man halt natürlich auch den entsprechenden Klick macht, bevor man seine Abenteuer spielt. Wie häufig ist es passiert, dass man Abenteuer spielt und dann wie ich durchentert und dann am Ende des Tages feststellt, ups, ich hatte ja meinen PvP-Gear an. Ja, mit einem Klick sind mir extrem viele Boni verloren gegangen, 10% XP pro Quest, 50% Gold pro Quest. Das holt man auf lange Sicht gesehen nicht mehr so schnell auf. Achtet da drauf und der Gegenpart ist natürlich, ja komm, ich mache jetzt mal ein paar Dungeons, let's go, komm, machen wir mal hier, komm hier. Das habe ich vorhin gerade übrigens beim letzten Fehler auch gemacht. Ja, es ist ja, mit dem PvP-Equipment vielleicht ein bisschen einfacher, auch beim Dungeon ein bisschen Schaden zu machen. Ja, also davon mal abgesehen sollte man auch darauf achten. Guck mal an, ich habe ja noch nicht mal den anderen Fehler revidiert. Let's go, jetzt geht's. Nee, natürlich nicht. Klar habe ich das doch richtig gemacht. Und Leute, ihr merkt, worauf ich hinaus will. Achtet auf euren alter Ego. Wenn ihr natürlich so weit beim Arena Manager seid, dass ihr direkt in euer PvP-Equipment auch die maximalen Boni reinballern könnt, dann ist es vielleicht nicht mehr das Thema, aber eine lange Phase eures Charakters werdet ihr nicht die Möglichkeit haben, das zu machen. Dann ist das umso wichtiger, damit ihr nicht so viel Schaden davon nehmt, wie ich in diesem Falle euch gezeigt habe. Und das waren so ein paar Fehler, die ich mir mal binnen 5 Minuten aufgeschrieben habe. Wenn ihr noch weitere Fälle habt, die euch passiert sind, die ich jetzt nicht erwähnt habe, schreibt sie mir gerne mal privat. Ja, also schreibt mir gerne im Discord oder halt auf einem Server per Nachricht diesen Fehler. Da können wir vielleicht nochmal einen zweiten Part machen, denn ich denke, da gibt es noch mehr Möglichkeiten, die man beleuchten kann. Und letztendlich, Leute, ihr seht, ich lächle die ganze Zeit, es liegt halt auch immer an einem selber. Ja, und Fehler sind da, um gemacht zu werden und ich aufgrund der geringen Zeit, die ich teilweise habe, bin da sehr, sehr anfällig. Und man lernt ja auch draußen, indem man drüber redet. Ich hoffe, das Part hat euch gefallen. Ihr könnt ja auch gerne mal schreiben, ob ihr euch oder wo ihr euch eher wieder gesehen habt, bei welchem dieser Fehler, persönlichen Fehler, die ich jetzt dargestellt habe. Und dann würde ich sagen, haut erstmal rein, macht da Tschüss und Servus, euer Basti.